genießen. Hoffentlich geht's euch allen gut. Und wir hoffen, ihr habt das Wetter heute genossen. Es war ja so eine Mischung aus warm, manchmal kalt und manchmal windig und manchmal wieder schön und heiß. Ja. Ja, das trifft sehr, sehr gut. Jetzt ist ein Counter da. Oh ja, wir haben schon das Fenster tatsächlich offen. Hier. Geht ja schon bald los. Das heißt, ihr hört so lange noch die ganze diese hardcore-rockige Hintergrundmusik. So, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr hattet auch einen schönen Feiertag. Es war ja sehr, sehr warm heute. Wir waren heute tatsächlich sehr lange im Bett. Wir haben einfach bis um 1 geschlafen, um ganz ehrlich zu sein. Wir waren einfach fertig mit der Welt. Wir waren faul. Wir waren halt richtig faul. Ja, aber das darf man auch mal sein. So ist es. Aber jetzt sind wir nachtaktiv. Dann halten wir natürlich im Stream länger durch, ne? Genau. Das ist ja natürlich der ganze Plan da dahinter. So, 14 Minuten geht's ja komplett um Gaming heute. Sind wir mal gespannt, was wir so für Announcements oder auf was für Announcements wir uns ja freuen können. Ich meine, es ist ja auch schon bekannt, dass man Alan Wake 2 Gameplay sieht und Mortal Kombat 1 gibt es ja auch Gameplay, meine ich. Genau. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Vor allem, weil PlayStation ja letztes Mal schon gesagt hat, dass sie noch nicht alles rausgehauen haben. Vielleicht passiert es ja heute. Wer weiß das schon. Ja, schauen wir mal. Marion schreibt, was ist orange und schädlich für die Zähne? Ein Ziegelstein. Würde ich behaupten. Schlechte Witze, so voll meins. Vor allem, wenn es echt böser Humor ist. Du. Ja, das ist einfach meins. Ja. Es kommen ein paar Leute mehr rein. Hey, Tidis! Servus. Auf Twitch sind wir leider off. Ganz komisch, okay? Strange. Also wir sind eigentlich eingeschaltet, auch für Twitch. Zeigt auch, dass wir streamen sollten. Naja. Aber derzeit hat Twitch, glaube ich, echt ein Problem, wenn wir gleichzeitig auf YouTube sind. Beim Stream. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, normalerweise, also ich habe jetzt nichts an den Einstellungen geändert. Wir sollten eigentlich automatisch auf Twitch gehen. Keine Ahnung. Aber hey, Hauptsache du hast zu uns gefunden. Das ist viel wichtiger. So ist es. Genau. Und ja. Ja, schön, dass ihr da seid. Und natürlich fleißig schreiben, was eure Meinung zu der ganzen Announcement-Sache ist. Ja, ich meine, worauf freut ihr euch denn so? Also, es gibt ja schon so ein paar Games, die wir ja noch hoffen zu sehen. Ja. Ja, zum Beispiel? Elden Ring DLC. Ja, das wäre natürlich geil. Ja, Kingdom Hearts 4 ist mein Favorit, dass sie so ein bisschen mehr zeigen. Ja. Twitch zeigt euch live an, aber Stream ist off. Okay, voll strange. Ganz gut. Schauen wir uns vielleicht mal nach dem Stream oder morgen mal an oder so. Wäre voll geil. Was genau, Kingdom Hearts 4 oder Elden Ring DLC oder einfach alles? Ich bin aber auch auf Silk Song gespannt, weil da sollte ja schon einiges passieren, schon letztes Jahr. Und da ist auch noch nicht so viel gesagt worden, auf wann es jetzt rauskommt. Vielleicht werden wir überrascht. Der Silk Song wäre natürlich sehr, sehr cool. Wobei ich nicht weiß, ob ich mich wirklich auf dieses Spiel freue, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist halt nicht Hollow Knight. Ne? Also es ist schon Hollow Knight, aber es ist halt Hornet. Es ist halt nicht der Hollow Knight. Ne? Ja. Genau. Und wir haben halt Hollow Knight halt geliebt. Ja, so ist es. Ja. Und was auch natürlich mal wieder geil wäre, aber da wurde ja noch gar nichts gesagt, ist für mich Tomb Raider. Ich hoffe, die bringen da noch irgendwann mal was. Stimmt eigentlich. Das da war jetzt auch schon lange nichts mehr. Ja, ja. Mal schauen. Gerade aber auch mit dem Reboot der Reihe, also mit Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, haben sie ja schon ein paar echt gute Teile rausgebracht, muss man schon auch sagen. Und wäre schade, wenn sie es nicht weiter ausbauen würden, weil gerade, also Shadow of the Tomb Raider war cool, ne, also war schon echt gut, aber ich finde Rise of the Tomb Raider war halt noch viel, viel besser, obwohl es der Vorteil ist. Fand ich auch. Was erwartest du denn heute, Anton? Also zuallererst einmal freue ich mich tatsächlich auf das Gameplay von Alan Wake 2. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil wir haben beide den ersten Teil jetzt nicht gespielt. Ne?
Ich habe jetzt auch nur sehr, sehr viel davon gehört, dass Alan Wake 1 ja ziemlich gut sein soll. Und das, was man beim PlayStation Showcase gezeigt hat, sah halt schon auch echt gut aus. Das muss man schon ehrlich sagen. Und wenn es wirklich gut ist, könnten wir uns doch überlegen, den ersten Teil zu Let's Playen und dann, bevor der zweite Teil rauskommt. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Sind wir mal gespannt. Ja. Aber ihr wisst ja, diesen Monat Final Fantasy. Ja, Final Fantasy kommt auf jeden Fall diesen Monat raus. 22. war es, glaube ich. Juni. Ich glaube auch, ja. Und da haben wir auch richtig Bock drauf. Also es ist schon auch ein ziemlich anticipated Game. Ne? Also die erwarten sich oder die erhoffen sich auch sehr, sehr viel. Genau, leider nur ein Singleplayer, so wie immer bei den meisten Square-Titeln. Aber wir wechseln uns natürlich dann den Controller ab. Ja, klar. Es sei denn, wir streiten uns drum. Sehr so wie bei Horizon Zero Dawn. Ja. Ganz schwieriges Thema, finde ich. Was sagt ihr zu Horizon? Na, also Horizon Zero Dawn haben wir geliebt. Forbidden West, da strugglen wir gerade noch so ein bisschen, so mit der Liebe für dieses Game. So, es ist gut, gar keine Frage, nicht falsch verstehen. Aber es ist eine andere Spannung als wie beim ersten Teil. Ja. Muss ich sagen. Ja. So, habt ihr den Teil überhaupt gespielt? Oder irgendein Horizon-Teil? Das wäre natürlich eine andere Frage. Wobei wir ja auch noch nicht das DLC gespielt haben. Burning Shores? Ja gut, aber wir sind auch gar nicht so weit jetzt wieder. Wir haben ja wieder von vorne angefangen. Schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Ja. Damals war es ja so, dass Elden Ring eine Woche später rauskam und da haben wir uns echt verloren bei Elden Ring. Und dann haben wir Horizon irgendwie in den Schatten gestellt, muss man leider sagen. Ja. Aber ich habe wieder angefangen und zwinge Anton mit mir mitzuspielen. Er war erstmal nicht so begeistert, aber jetzt will er auch ab und zu den Controller haben. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ich freue mich jetzt erstmal, wenn wir ein bisschen mehr von der Welt dann noch sehen. Das stimmt. Genau. Ja. Aber ja, hey, nur noch 8 Minuten. Dann geht's mit dem Showcase los. Mit dem Summer Game Fest. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Vor allem aber auch, weil ich keine Ahnung habe, wie es wird. Ich habe nämlich noch nie ein Summer Game Fest gesehen, ganz ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Ist auch mein erstes Mal. Ja. Aber das soll ja auch immer ein recht großes Event sein. Habe ich so gehört. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass die E3 nicht mehr stattfindet? Seid ihr eher zufrieden damit, dass die mittlerweile alles digital machen? Oder sagt ihr, hey, so wie die Gamescom, klassisch auf Ausstellungen finden wir besser? Es hat dann doch noch ein anderes Feeling, wenn man vor Ort ist und die Dinge einfach erlebt, oder? Ich meine, man kann dann sich zusammentreffen, einen Platz aussuchen, wo man Games zusammen anzockt, die noch nicht announced wurden. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass das derzeit in Vergessenheit gerät. Ich meine, wir lieben ja alle das Digitale als Gamer, aber ich finde auch, dass solche Sachen einfach noch passieren sollen. Weil es dann doch ein anderes Gefühl ist. Ja. Ja, also Julia hat es jetzt gerade ja schon so gut gesagt. Wir finden beide eigentlich so Vor-Ort-Messen einfach irgendwie cooler. Es ist irgendwie schön, dass man einfach auch andere Leute trifft, die einfach auch so ticken wie man selbst. Na, das ist schon ganz cool. So ist es. Ja, wir gehen ja dieses Jahr auch auf die Gamescom am 24. August. Ne? Das würde ich jetzt nicht in Stein meißeln. Wir haben ja die Tickets da. Ja, aber ich weiß nicht mal, welchen Tag wir gebucht haben. Länger. Es war der Donnerstag auf jeden Fall. Den haben wir gebucht. Aber wir können euch natürlich auch noch schreiben, falls ihr da auch hingeht, wann genau wir da sind. Genau, vielleicht sieht man sich ja mal. Genau. Und scheut euch nicht davor, uns anzusprechen. Ja, definitiv. Wer hat damals geschrieben, Wasabi hätte Angst, uns anzusprechen oder so? Gar kein Thema. Wirklich. Also, wir beißen nicht, nur manchmal. Ist ja ganz normal. Ich meine, wir sind so wie ihr. Einfach nur sehr Gaming begeistert. Sehr, ja. Eine Liebe fürs Leben. Genau. Nach 5 Minuten. 5 Minuten können teilweise echt lang sein, ne? Ja, so ist es. Aber ich merke gerade ich bin aufgeregt. Ja? Diese Aufgeregtheit, gibt's das Wort?
Ja, Aufgeregtheit. Okay. Ich tendiere dazu, Wörter zu erfinden. Ja, der julianische Duden. Ja, Ja, ich könnte echt einen Duden machen. Könnte echt ein Duden werden. eines Tages bringen wir sowas raus. So selbst gemacht. Sollen wir hier, dass ihr es auch seht, noch 5 Minuten. Jetzt ändert sich die Musik. Interessant. Also ich weiß nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall auf erstmal Gameplay von Alan Wake. Hört ihr uns eigentlich gut? Also sind wir irgendwie laut genug, dass man uns hört und nicht, dass die Musik irgendwie uns übertönt? Das wäre natürlich auch noch ein bisschen blöd. Aber ja. Alan Wake freue ich mich. Ich hoffe wirklich, dass es noch das ein oder andere wirklich krasse Announcement gibt, weil beim PlayStation Showcase haben sie ja auch es gibt ja das Gerücht, dass die sich zurückgehalten haben. Und ich hoffe, dass es wahr, weil der Showcase war schon cool, aber ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft. Ja, es waren auch schon Titel, wo man eigentlich schon wusste, dass die kommen. Gerade Final Fantasy, das wusste ja eigentlich schon jeder, oder? Ja. Aber halt Alan Wake 2. Ich erwähne das heute. Oder der neue Spider-Man. Der neue Spider-Man. Ich bin auf den neuen Spider-Man gespannt. Ja. Den werde ich auch spielen. Dich zwinge ich dazu. Das ist okay. Marion ist auch voll aufgeregt. Ich glaube, der Beat wird mir die nächsten Tage nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das ist okay. Beat ist ja auch in Ordnung. Also, ja, passt doch. Also jetzt die nächsten 2 Stunden gehen aber ja nicht nur um PlayStation, soweit ich weiß. Genau. Also es werden mehrere sein. Auch über Tage wird dieses Summer Festival gehen. Ja. Wir werden aber nicht jeden Tag live sein, um das anzugucken. Nein, es geht uns auch um PlayStation. Vor allem, es geht ja bis Mittwoch. Ja. So, und das jeden Tag live sein, alles schön und recht, wäre bestimmt witzig. Aber wir fahren, glaube ich, weg, so ein bisschen. Wir wollen die Sommerluft genießen. Ich weiß, das ist sehr untypisch für uns, aber wir haben jetzt Urlaub. Das heißt, eine Woche lang ausruhen, chillen, entspannen und mal gucken, was uns erwartet. Wahrscheinlich wird es regnen. Ich sehe es kommen, es wird wieder regnen. Ja, sehr wahrscheinlich wird es regnen. Immer so bei uns. Ja. Die Natur sagt uns schon, dass wir drin bleiben sollen. Ja, aber auch Allergiker halt und so, ne? Also die Luft will uns eigentlich umbringen. Auch gut. Ich mag so Reactions mittlerweile tatsächlich. Also ich finde es voll angenehm, mit euch zu quatschen und auch diese Sache da eben anzugucken, die wir eben angucken. Ne? Auf jeden Fall. Ich hoffe bloß nicht, dass wieder irgendwas Emotionales kommt, dass ich hier fast anfange zu blären hier. So wie letztes Mal. Das mit dem Wolf, das hat mich voll mitgenommen. Ach, das Spiel von Gris, von den Machern da. Dieses... Ja. Oh, das macht dich jetzt schon fertig. Ich darf nicht drüber reden, sonst war nicht mehr. Oh Gott. Oh Mann. Positive Gedanken. So, geht ja bald los. Ja. Ja, beim letzten Mal haben wir auch Elden Ring gestreamt. Hat ja technisch nicht ganz so einwandfrei funktioniert, wegen Serverarbeiten. Wir haben irgendwie immer ein Glück, dass wir auf sowas treffen wie Serverarbeiten. Ja, voll. Aber. Nächstes Mal googeln wir das. Ja, aber das nächste Mal, wenn wir es dann spielen, dann richtig, dann auch länger, ne? Und dann. Genau. Ja, dann rocken wir das Ganze. Genau, dann machen wir alles platt. Ja, wobei Anton immer durchmarschiert und alles platt macht und ich sammle Dinge. Ich sammle gerne Dinge ein. Das macht viel Spaß. So wie Beeren oder so. Marion ist da. Sehr gut. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass alle, die gerade im Chat sind, da sind. Freut uns sehr. So, noch 30 Sekunden. Ich bin echt gespannt. Oh ja. Also anscheinend haben wir einen Zuschauer auf Twitch.
Der Stream scheint da wieder zu laufen. Mal gucken. Wir hoffen. Ja, gleich geht's los, genau. Und der Countdown auf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Seid gespannt. Okay. Ah, man hört sogar die Menge von dort. Okay. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ja. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Vor Ort ist sowas einfach cooler, das muss man einfach So sagen. ist es. Aber ich liebe das Setting. Das sieht mega aus. Voll, sieht mega schön When I aus. started Summer Game Fest back in 2020 from a spare allem, bedroom, I never wir wären sicher auch imagined dabei. it would grow into Aber es ist this. Los Angeles. Today, the video game industry Anakin, has guten come Abend dir. together to show you what's Schön, next. dass du da This bist. is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. Okay, in das just a hört sich few gut an. minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Oh, ich bin It delivers, gespannt. don't worry. Alan Wake 2, the reveal Yeah. of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale Okay. that you're not going to want to miss. Okay, I'll da bin say ich aufs right Finale now. gespannt, was Ja. da kommt. But Yeah. let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Okay, bin Okay. ich gespannt. Was ist das? Das ist Prince of Persia. Ja, definitiv. Oh, geil. Yes! Our kingdom is Oh, wow, ich cursed. hab Gänsehaut, Ja, ich Leute. auch. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. Diese Grafik ist auch ein Trend, ne? Ja. We weren't Ah, ich prepared find's for what was cool. coming next. Oh. Then again, they weren't prepared for me. Boah, das ist so ein Ding, so ein echt Hollow nice. Knight-Ding-Thema. Ja, 2D echt nice Sidescroller. Boah, das Das ist. müssen wir spielen, definitiv. Oh ja, darauf habe ich Bock. Ja, Wow. die Movements. Was? Ja? Ist das Gameplay? Holy shit. Der hat einen Bogen. Haha, ist meins. Yo. In these times of Mit schönen darkness, Bossen. hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Oh. The Last Crown. Wow. Ey, das sieht übel gut aus. Was sagt ihr zu dem Spiel? Werdet ihr das spielen? Also ich bin schon ziemlich begeistert. Ich bin auch sehr begeistert. Das ist cool. There's möchte a auch so einen großen surprise. Bildschirm Prince of haben, Persia: sieht The echt Lost cool Crown aus. is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years.
That's right. Okay. It's time for Mortal Kombat 1. 30 Jahre Mortal Kombat, okay. Und dann gibt es natürlich Mortal Kombat 1. Couldn't keep you Okay, waiting klar. on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Also man muss sagen, Mortal Kombat, typisches Fighting Game, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt, wie ambitioniert das Ganze dann sein wird, weil die haben jetzt gesagt, das ist das ambitionierteste da davon. Tatsächlich nicht so meine Titel, das ist eher so dein Ding. Ja, Mortal Kombat ist aber tatsächlich auch nicht ganz so mein Ding. Ich mag tatsächlich mehr so Tekken oder Street Fighter. Das war ja das, wo ich gesagt habe, mit diesen brutalen, Ja, genau. widerlichen Effekten. Genau, also hier sind ein paar sehr üble Fatalities. Genau, deswegen lieber weggucken, wer das nicht ganz versteht. Genau. Die Entwickler wollen schon wieder Geld von Spielern haben. Gibt immer solche Entwickler, würde ich sagen. Ja, sehr viele sogar. Okay. Aber die Effekte sind schon echt cool. Ja, das Okay, muss man schon ist sagen. ekelhaft. Okay, das muss Ja, das ist schon... Es ist halt Mortal Kombat, ne? Das muss man halt auch Ja, dazu das muss man sagen. sagen. Mortal Kombat ist hart. Also... Na, im Vergleich zu üblichen Fighting Games. Hey, Depend. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Okay. Also man muss schon sagen, das Movement in Mortal Kombat sieht schon einfach echt gut aus, ne? Das ist schon sehr, also das, sorry, aber das sieht ja einfach gut aus. Für mich braucht es mit Mortal Kombat nicht dieses blutige und Knochenbrechen, weiß ich nicht weiter. Ich finde, allein visuell sieht das Spiel mega gut aus. Das stimmt. Die Grafik sieht auch mega aus. Wenn man sich überlegt, wie sie früher war und jetzt, das sind halt doch schon ziemliche Unterschiede. Aber trotzdem mir zu blutig. Ja. Ja, kann ich verstehen. Da haben wir es wieder. Wenn ein Spiel nicht für PlayStation 5 erscheint, werde ich es einfach nicht spielen. You do you, ganz ehrlich. Also, bei uns ist es ja relativ ähnlich tatsächlich, dass wir vor allem halt PlayStation 5 Games spielen. Genau. Und halt Pokémon und so. Ja, Zelda. Und ein paar Spiele für die Switch Box. Ja, wobei du eher selber spielst. Also ich bin wirklich nicht dieser Pokémon-Typ, aber ich halte bei Pokémon auch nicht lange durch. Weil es mich schnell langweilt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich weiß. Aber deswegen mache ich viele Unterbrechungen rein, dass es nicht langweilig wird. Es sieht halt schon, also grafisch ist das schon sehr, sehr realistisch. Ja, aber zu brutal. Hier ist es zu brutal. Yes. What the? Oh mein Gott. Kinder, schaltet hier vielleicht mal kurz weg. Ja, definitiv. Zeigen die jetzt nur noch Fatalities? Ich weiß es nicht. Okay. Aua. Ja, wahrscheinlich. Es gibt nicht nur solche brutalen Spiele. Möchten wir mal nur so für alle Eltern hier sagen, ne? Ja, für alle. Okay, aber Mortal Kombat 1, klar, Mortal Kombat ist einfach brutal. Das ist Teil davon. Now, Yeah. I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer we get Game to Fest one of our industry's Vertrauen. greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base
for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Okay. Wusstest du, dass Mortal Kombat damals auf der PlayStation 1 erschienen ist? They love you. All right. Well, Ed, first of all, Das weiß thank ich you for that tatsächlich, incredible world premiere. We got to see noch all the witzig. gameplay of MK1, and Ja, everyone just so wants ist to know das. more about this because, first of all, this is in a it's Im Urlaub gab es doch auch immer MK1, diese right? Went from 11 to Arcade-Systeme, 1. wo So tell us du about auf this. die Is it a new draufspielen timeline? konntest. Yeah, yeah. I don't know how many people have seen the Tatsächlich ending of finde ich Mortal das Kombat von den 11. Liu Effekten Kang genug, basically was kind wenn's in of graduated Pixelgrafik into like, a fire god, Kann ich right? And verstehen. Ja, he created a das fand ich brand new schon echt universe. heftig. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were Ach, die rivalries waren früher gar before, keine now Brüder, Sub-Zero und allies, Scorpion. and so mixing the whole thing up. Ich dachte, die wären So we're auch just schon kind of immer Brüder rebooting gewesen. it. That's Dieser. what the 1 is for. Okay. Well, it looks Auch gut incredible. zu Everything wissen. we saw Und there ja, was, es ist you know, halt in-game der Neustart gameplay. The des cinematics Universums. look incredible. I know the Okay. team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. No, Now, tell us, das how does ist that work? tatsächlich You jetzt obviously interessant. you have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it so. multiple times, Okay, as you nee, saw in the schade. gameplay. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Where Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly, Okay. exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll Was sagt ihr limit dazu? it, so you Ist euch can't das Spiel zu obviously blutig oder fire sagt ihr, them boah, das ist Hammer? indefinitely, but Ja. you can Ist echt call nicht mein them pretty much Typ von whenever you Spiel. want, and they have Dann eher like in the Street middle of a Fighter. combo, they'll Ja, have dann a eher lot Street of, Fighter oder Tekken tatsächlich. Ja, basically so ist a es. whole Das ist nicht so arsenal ganz- of their also moves. nicht So blutig. Sony Ja, itself come finde ich out schon there. auch. Sometimes you'll see Ich them muss aber auch appear sagen, es twice gab in there. doch hier dieses So time-based, they come out, and then DC-Thema, obviously das as fand ich you auch go noch zu einem through, gewissen you Punkt revealed in some of them Ordnung. there, but is it a different set of Mortal Kombat characters 1 that'll oder be Mortal in Kombat the ist ja cameos, auch or there's so some ein repeats from the bisschen main dafür roster? How will that bekannt, work? Yeah, some of the characters are Charaktere going aus to be anderen available as Franchises cameos als as spielbare well Charaktere mit as the main roster einzubinden. fighters. You can Und play ich dachte, das Sub-Zero würde jetzt mit with diesen Cameos Sub-Zero, right? angesprochen werden. You can play. Same Ich thing denke, with dass Scorpion, das but wahrscheinlich a noch eine lot of größere Überraschung ist. our cameo fighters are kind of like nods noch nicht back to our announced. first game. So Ah, ich you'll hab notice tatsächlich Sonya schon and von ein Kano and paar Jax are in their gelesen. kind of older Echt? Ja. costumes. Welche denn? And so there's a lot of anscheinend soll we have a Superman lot dabei of like sein. really surprised ones. I Okay. think you guys saw Goro. Yes, Homelander Tossed In there, yeah, yeah. von So The Boys, there's das ist a auch lot ein of like kind of really Superman-Charakter. digging into Und the old Omni-Man Mortal Kombat games as far von as diesem getting Anime, you wo know, wir da geguckt haben, we was really ja want auch the so ein novelty of it. We really Superman-Charakter want the ist. cameo Also es sind halt so characters 3 to Superman-Charaktere und das kind of finde ich halt nod so ein to the old bisschen games. meh. Also da Well, speaking weiß of nicht. Ist okay. Naughty Dog games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Jean-Claude Kombat, Van so Damme he ist mit finally is dabei now. als Johnny Yeah, Cage, it's alles a klar. huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. Yeah. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, Yeah. like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Das ist Jean-Claude, wirklich cool. his Das ist voice wirklich doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep Yeah. over the last 4 years. So, mal gespannt. But
Ich finde auch die Geschichte we einfach could not be witzig, more dass es eigentlich excited ein in terms Jean-Claude of Van Damme Spiel getting sein players' sollte. hands on Ich it. finde es cool, dass And, Jean-Claude Van Damme throughout the diesmal summer, we're gonna be tatsächlich auch showing mit a dabei lot ist. more content, a lot more characters, a lot more cameo Aber dafür sind characters, ja auch so there's a Spiele lot of da, reveals einfach that are coming up. weiterzuentwickeln und Amazing. neue Well, Sachen zu Ed, kreieren. thank you so much for beziehungsweise giving einfach us the zurückwerden first lassen. look Ja. at MK1. As Ich you said, liebe this auch weekend teilweise people will be diese playing it, press and zusammen, wenn media, so we'll be seeing lots more Spielehersteller coverage, sich vereinen lots und more wirklich was characters to Geiles reveal draus on the machen. main Ja, roster and das cameos. ist mega. Ed Boon, Sowas thank you ist so mega. much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Okay. Okay, bitte lass es jetzt was Amazing. Softeres So sein. excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Okay. Also, Diablo als Free-to-Play in noch viel krasser, meiner Meinung nach. Weil ich finde, Path of Exile hat immer so ein bisschen mehr mit sich selbst, so, ich sag mal, gespielt. Es sieht actionreicher aus auf jeden Fall. Schneller. Ja, vor allem hast du einfach sehr viel mehr Möglichkeiten als in Diablo, finde ich. Also gerade bei Path of Exile. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege oder ihr das anders seht. Aber ich finde, Path of Exile hat immer... Ich weiß nicht, ich finde, sie haben immer mehr an sich selbst gearbeitet, um sich selbst zu verbessern. Und Diablo hat ein bisschen zu sehr an sich selbst festgehalten, habe ich das Gefühl. Was ist denn das? Das Logo. Ah, verstehe. Nett. Also das kann tatsächlich super, super interessant werden. Was? Nett. Okay, am 28. Also ist ja schon bald. Das ist schon sehr bald. Last week marked the Okay. release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right Okay. Das ist cool. Ist doch... Hä? Das war doch gerade Ryu als Cyberding, oder? I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. What? Was ist das? Oh, ist es dieses... Capcom hat doch dieses Spiel, wo du gegen Dinos kämpfst im Endeffekt. Oder? Ne, ist doch Street Fighter. Ja, das- Doch, ja. Extra Primal, ja. Ja, also es waren auf jeden Fall Street Fighter Charaktere in Cyber. Ja. Okay, die Charaktere sind dann wahrscheinlich dann in diesem Exo Primal dabei. Dann kannst du die Charaktere spielen und gegen Dinos angehen. Aber das ist doch mega cool. Dinosaur probably Ja. wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this Okay. out. Okay. There's Bin ich gespannt, wer sich zusammentut. than imagination. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Hä? Was? Okay, den kennen wir doch. Nicolas Cage, Dead by Daylight. Oh mein Gott. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out Mega. is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Der ist auch noch da. Ja, schon da, wie mega. Wie geil. Ich finde, der sieht auch nicht viel älter aus, oder? Gar nicht so viel älter wie früher. Nee. Ja.
you, everybody. Es ist schon Thank älter, you. aber Happy nicht to so. meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Ich muss schon sagen, I ich gotta mag say, den this is irgendwie. such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. Er ist einfach ein And sympathischer Mensch. You play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Es ist so cool, dass er das halt auch alles eingesprochen hat. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Das ist schon sehr cool. Das feiere ich. Das habe ich auch nicht erwartet. Null. Hopefully the first many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Ich finde es auch cool, er spielt ja auch Spider-Man Noir im Universe. Ich weiß nicht, er kommt halt super rüber. Comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Okay. Ich bin gespannt. Damn right I made it. Habt ihr Dead by Daylight eigentlich schon mal gespielt? Also wir haben es tatsächlich noch nicht gespielt, aber es hat ja auch eine sehr lange Zeit Anything mit dem Hype goes here at abgekriegt, Summer ne? Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast.
Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The weißen Witcher Haare. Season 3. Volume 1 Nee, der Bart. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Bin ich echt auf die neue Season gespannt. Oh ja. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Siri. Neutrality has consequences too. You're right. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Sehr schön. Also die Effekte sind einfach in der Serie einfach genial. Ja. Ich mag halt einfach auch den Schauspieler, Henry Cavill, mega. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Ich habe das Gefühl, es wird noch düsterer und ernster als die vorherigen Staffeln. Das auf jeden Fall. Ja. We're witches. Is that so? Die Viecher sehen halt so cool aus, ne? Wie gesagt, für eine Serie, also Ja. solche Effekte, das ist halt nicht typisch. Mhm. No, please don't hurt me. And then wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Ja, Netflix hat schon ein paar gute Serien, das muss Ja. man schon sagen. Aber man weiß auch immer nie, wann Netflix irgendeine Serie abbricht. Das ist schon auch öfters passiert. Ja. Was uns sehr verärgert hat, muss man auch sagen. Was? Das kam jetzt sehr aus dem Nichts. Mhm. Direkt weiter. Ja, Epic Game Store von den Creatoren von Invention of Ethan Carter und so. Der Witch Hunt. Also nicht mein Game, tatsächlich. Also, schade. Also ich glaube, es hätte also für uns viel mehr sein können, wenn es halt Third Person und nicht so shootermäßig wäre tatsächlich, weil es ja nicht ganz unseres Witchfire. Ja. Aber es sieht trotzdem gut aus, muss man halt auch sagen. PlayStation VR 2 Required steht dran. Also es ist ein PlayStation-Titel, Leute. Ne? Das sieht man irgendwie gleich an der Grafik, oder? Ist das nicht der Typ von Black Panther? Eins? Also zumindest sieht er ihm verdammt ähnlich, finde ich. Bösewicht. Weißt du nicht mehr? Ja, ja, ich weiß. Wieder ein Shooter? Mhm. Aber in VR finde ich das gar nicht so schlimm tatsächlich. In VR finde ich Shooter eigentlich voll in Ordnung. Ja, das ist halt auch schon geil im Koop, ne? Mhm. Crossfire. Okay. Ja, das
Aber das kann halt schon sehr Spaß machen, ne? Ich brauche diesen Bildschirm, Schatz. Black Desert. Ja, das ist halt der Bildschirm hier, ne? Ja. Und den will ich. Das ist ganz schön viel. We have Alles gut. no choice. The root will destroy everything. For all. Ist das Ding? Wieder ein Shooter. Ziemlich viele Shooter heute. Ja, schon. Ja, was ist das für ein Game? Keine Ahnung. Wisst ihr, was für ein Game es ist? No turning back after this. You sure? Ah, ist das Ding? Gott, dieses Souls-like Shooter-Game, wo ich den Namen jetzt gerade vergessen habe. Es sieht gerade sehr stark danach aus. Was ist denn? Das sieht sehr cyberlastig aus. Und Aliens. Mhm. Das sieht schon sehr, sehr actiongeladen aus, ne? Ja. Die Viecher haben mich gerade so hart an Portal erinnert, ne? Aha. Das sieht wirklich aus wie dieses eine Game. Ich weiß nicht, von welchem du redest. Ich glaube, irgendwas mit R. Irgendwas mit R. Genau. Wahrscheinlich ist es irgendwas mit B. Remnant, ja. Irgendwas Remnant. mit R. Das ist Remnant 2 sogar. Okay. Ja. Okay. Okay. Jetzt bringt noch bitte mehr so RPG. Ja, unsere Alan Wake Games. 2, the world premiere of the new season of Fortnite, No. Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Sonic. Okay. Sehr schön. Endlich mal hier wieder Spiele für uns. Oh, wow. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich auch. Oh, wow. Sehr schön. Brand New Adventure. Oh, super cool. So diese alte Ästhetik, aber im neuen Look und das sieht richtig cool aus. Mega süß. Wir haben tatsächlich gerade hier einen Sonic-Stand für unseren Controller und unseren Handy da. Ja, genau. Mega. Oh. Knuckles. Yes. Amy. Amy. Yes. Ja, Multiplayer. Oh, voll geil. Jawohl. Oh, das ist so cool. Das werden wir auf jeden Fall spielen. Oh, wie süß. Oh, wow. Das ist süß. Oh, das kann so chaotisch werden im Ja, Koop. voll. Aber ich hab da voll Bock drauf. Ich habe auch voll Bock drauf. Mega. Sonic Superstars. Yes, auch für die PS5. Nice. Sehr nice. Also das Spiel würde ich gerne streamen. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Herbst 2023. Oh Mann, da kommt schon so viel. Wir sind so am Ende. Süß. Ich glaube, da kommt so eine kleine Mini-Collectors raus. This past April, cool. Honkai Die letzten Male Star gab's Rail das ja. launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Okay, okay. Oyoverse?
Okay. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Und das ist das hier Tower Fantasy oder Blue Protocol? Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Ich glaube, ja. Okay, das ist ja so mein Charakter mehr. Faustkämpfer. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Codename PlayStation 5. Time for a buzz. Excess speed, too slow. Honkai Star Rail. Ah, okay. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Jawohl! Lies of Pi, mega! Geppetto's puppet. We need your help. Wow! Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant, mon amour ardent, rien je le sens. Das sieht echt crazy aus hier. Aha. Tu seras toujours mon amour. Also grafisch sieht das halt übel krank aus, ne? Das sieht irgendwie süß aus. Et parfois même, je reviens quand même. C'est plus fort que moi. Also man kann auch mehrere Waffen auswählen. Mhm. Was? Ein Schar-U-Boot. Das war's schon. Ich dachte, die würden Gameplay zeigen. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19. September. Okay. Oh, die Demo kann man schon spielen. Wow. Oh, nice. Da können wir das doch mal. That's right, a Let's demo play, for Ja, Lies of klar. P Demo. is Auf now jeden available Fall. across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Auf jeden Fall. Now it's time for the Pinocchio reveal of a Soulsborne. visually stunning new game based on a classic glaub, die Demo wird's manga with vielleicht a nicht lange story auf and world PlayStation created by one of the geben. most Ah. celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Was? Bin ich ja mal gespannt. Was ist das? Oh, ist das das von Akira Toriyama? Dieses Sandland? Ja. Ja. Aber da kommt ein Spiel zu. Ich dachte, es würde nur so ein Anime oder so ein Manga kommen. Ja, der hat gerade gesagt, dass durch diesen Manga ein Spiel. Yes.
Und man sieht so voll, dass es so dieses Dragon Ball Feeling hat. Ich liebe den Artstyle von Akira Toriyama. Ja, ja. Ja, man sieht's halt voll, ne? Ja. So dieser alte Dragon Ball Style ist einfach noch dabei. Definitiv. Das sieht schon ja, diese Mechas, diese Steampunk-mäßige. Voll süß. Voll, ja. Auch ein Bandai-Game, hey. Bandai-Games sind eigentlich immer gut. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ich finde, Indie-Entwickler müssen so unterstützt werden. Es ist so super, dass er das gemacht hat, gerade gesagt hat. Das ist doch Hyperlight. Davor war Stay. Okay. Na, hier ist Stray. Okay. Okay. Ach, kommt das heute oder was? I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Okay. NCSoft und Amazon Games. Okay. Wow. Sieht Hammer aus. Und das ist ein MMO. Ja, das heißt, wir können zusammenspielen. Aha. Das sieht nach unserem Game aus. Ja. Destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all. Definitiv ein Spiel für uns. Wow. Wow, man kann sich verwandeln. Das ist cool. Also man kann mehrere Fähigkeiten aussuchen. Boah, das sieht so gut aus, ne? Aha. Also davor habe ich noch nichts davon gehört, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Boah, da habe ich gerade richtig Bock drauf, gell? Ja. Es sind auch mehrere Rüstungen da und du kannst dich auch verwandeln. Das liebe ich ja persönlich. Wow. Magieaspekte. Bin ich mal gespannt. Wow, okay, okay. Ey, das sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Das ist einer unserer Games. Mhm. Ich bin gespannt. Protect Test, Players Wanted. Okay, machen wir nachher direkt. Okay. Play Throne and Liberty.com. Okay. Nachher definitiv direkt anmelden. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th,
Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Okay. Das ist Free-to-Play. Free-to-Play, ja. Hat er gesagt. Ui. Aber Nexon? Das sind die von Vindictus. Und das war schon... Vindictus war schon richtig gut. Vindictus in Open World. Bitte. Das wäre brutal geil. What? Das heißt, mehrere Player können dann sich... Da hieß einer Elden Ring. Ah, sehr witzig. Oh, wow. Das sieht auch gut aus. Also es Ja, jeder baut sich seinen Spielercharakter so auf, wie man will, soweit ich verstehe. aber ich weiß nicht, ich find, die Musik erinnert mich gerade irgendwie an Leech. Ja, Ich weiß nicht. Stimmt. Irgendwie habe ich gerade das Feeling wie bei Leech. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ich finde, der erinnert einen so hart einfach an Dark Souls. Ja, aber ich meine viele dort irgendwie. Warhaven. Okay, das ist wahrscheinlich einfach so... Ja, genau, so Player versus Player komplett, ne? Hey, this is not. Ist das Gang Beasts? Ja, das ist Gang Beasts. Gang Beasts ist ultra witzig, das macht so Bock. Ja, da braucht wirklich so mindestens 4 Leute, dann macht es richtig Bock. Ah, nee, das ist Party-Animals, okay. Das sieht echt witzig aus. Ja, es ist ja wirklich 1:1 aus wie Gang Beasts, finde ich. Okay. Auch im September, ey. Ja, das wird ein harter Monat für uns. Pilgrims, summer is coming. Dying and with Light. it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Ganz wichtig. Online-Multiplayer, okay. Hä? Scheint bei denen zu sein. Ja, Crash Bandicoot. Okay, Moment. Sehr schön. Ach, das ist dieses Crash Bandicoot Battle Royale Ding. Okay. Oh, witzig. Das auch eher sie, einer meiner Games hier. Ja, aber das haben sie auch beim Showcase, glaube ich, angekündigt, gell? Ich meine, PlayStation Showcase. Ja, da kam was. Samsung Gaming. Ah, das ist ein Fernseher. Ja. Was? Hä, ohne Konsole? Ach, das ist wahrscheinlich so Cloud-basiert dann, oder? Wahrscheinlich. Auch? Aber derzeit gehen alle irgendwie auf Gaming. Ich meine, Amazon hat es ja auch schon geschafft. Ja. Mal gucken, was die Welt noch so bereithält für uns Gamer. Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Okay, Alan Wake 2. Jetzt. Okay, da freue ich mich drauf.
Boah, der ist ja voll schick. Looking Kinder, dapper das as wird auch always. brutaler. Also weggucken. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, Bin gespannt. and we are so excited Anton about hat mir this, ein Sam. I bisschen know it's was been a long erzählt time darüber. coming for fans and for you. Aber ich habe keine 13 Ahnung, was da years passiert. since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Okay. And then we have Character Saga, switch. our new hero, Die FBI agent, Nightmare-Dimension. coming to the Pacific Okay. Northwest small Also, town das of Bright ist schon sehr Falls, interessant. together with her partner, Alex Casey. Okay. Die Frage ist nur, So how, and there's wir somehow sollten linked in wahrscheinlich, some bevor wir way. den Teil spielen, dann definitiv den ersten They are Teil coming mal to gespielt haben. investigate Okay, wenn du a sagst. series of Glaube ich. ritualistic murders. Okay. And, Dann machen wir and das very Okay. quickly, Also the nächste Woche komplett investigation durch, oder? Oh mein turns Gott. into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's this is cool. Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Yeah. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. Stimmt, and with ja. that, all the players will be on that journey with her. Also wir können tatsächlich direkt mit dem zweiten Teil starten, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Was an sich eine extrem coole Sache ist, finde ich. Play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two. Okay, das ist auch cool. Well, you're Also always man kann so good selber at kind entscheiden, ob of man telling switchen challenging, möchte oder interesting nicht. narratives in unique ways. I mean, das Remedy's ist always super, known that, super you cool especially, gemacht, so we can't super, wait to super see gut how these gelöst. stories Falls man intertwine, nicht mit dem I'm einen sure, Charakter throughout spielen the will, kann man experience. einfach Today, komplett though, mit dem anderen I Charakter know you brought spielen. with you some Anders als gameplay bei The of Last of Saga's Us adventures. 2, wo man dann Abby spielen Ja, musste. tatsächlich habe ich gerade davon auch gedacht. Ich wollte es auch gerade Ich wusste, dass du es sagen Ja, willst. weil ich liebe The Last of Us. Und den zweiten Teil mit Abby, das haben sie echt. Ich habe immer gewartet, bis der Charakter-Switch wiederkommt und wir Ellie spielen dürfen. Aber nein. In this Nein. case, Ja. back to Nein. life as a monster. Ja. And Saga is Verstehe ich outside voll. Ich Bright meine, Falls ja. at sprechen nicht über Portal Abby. Lake, trying to Sie Voldemort, deren Name nicht erwähnt Okay, with werden that, darf. let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Unedited Gameplay. Okay, jetzt wird spannend. Also jetzt weggucken, wenn es zu Wow. gruselig wird für die Leute. Also das ist der weibliche Charakter. Ja. Wahrscheinlich. Saga, genau. Mhm. Wow, das sieht super gut aus, ne? Ich bin jetzt schon fasziniert. Das müssen wir dann abends oder spät abends spielen, dass wir ja so einen Halbherzinfarkt kriegen, wenn da irgendwas auftaucht, was gruselig ist. Mhm.
Oder Leute, wollt ihr das, dass wir das streamen? Ich glaube, es wird ganz schön witzig. Ich glaube, unsere Reaktion. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, ja, ich glaube, da haben wir beide Bock drauf. Sounds like somebody's home. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Aber das sieht so gut aus. Ich hoffe, da gibt es eine Collectors davon. Das wäre mega. Das wäre wirklich mega. Wow, und dann noch die Blätter im Wind, dass man auch schön noch mehr nervös wird, weil jedes Knacksen dann umso gruseliger wird. Und das in VR wäre echt heftig, oder? Das in VR wäre, glaube ich, auch überall. Brauchst du dann auch die First-Person-Perspektive. Ja. Aber das sieht wirklich Das, oh mein Gott. Wow, okay, okay. Aber das ist wirklich nach einem Spiel aus, wo wir zwei uns wirklich drin verlieren könnten. Ich bin schon voll drin. Lauf weg. Hä? Hat sie gerade ihre Taschenlampe dafür verwendet erstmal, oder? Keine Ahnung. Aber es erinnert mich irgendwie an die Szene von Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, mit der Baba Yaga. Ein bisschen, ja? Ja. Stimmt, gebe ich dir recht. Ja, ja. Er hat jetzt aber schon ordentlich Munition für einen Gegner verbraucht, ne? Aha. Positiv denken, jetzt kann man da durch die Wand durchgucken. Ja, nicht nur durchgucken, sondern auch durchlaufen. Yes. Ah, Medicine. Was ist das denn? Oh. The text on the heart is clearer now. Legible. Okay, man sammelt also auch Beweise und so. Like I saw it in a Ja. dream. Schlägt das noch? Nee. Nee, nee. I'm Es hat glad nur you're on this gewabbelt. case with me, Okay. Anderson. Also sie ist auf jeden Fall eine Killer left a FBI-Agentin. message. Mhm. It's for us. Und sie sucht Beweise. horror story. Ach, das war's schon vom Gameplay? story Und jetzt wanted kommt hier us der dead. Trailer. There's something I'm forgetting. Something important. Man muss sagen, optisch sieht das Spiel halt super gut aus, ne? Mhm. 17. Oktober. Oh Gott, der Oktober schon wieder. Der wird hart. Ich glaube, der wird richtig hart. Ja. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for Vor allem that Lords first of the look at Fallen gameplay. kommt eine Woche Now vorher let's get a raus. first look Ja. at the co-op campaign Uff. of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Gott sei Dank kann man vorbestellen. Ja, echt so. Da ist man nicht ganz so arm dran. Mhm. They engaged us on 2 planets. Vergessen zu trinken, Leute. Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Was ist Titus. Warhammer. Nee, Space Marines hieß es. There could be questions. Aber es hat schon einen Warhammer. No, Captain. Homo. Ich glaube, das ist auch Perfekt. Warhammer, ne? Sicher? Ich glaube, Space Marines ist Warhammer. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Das ist so ein extremer Shooter. Wobei es klappt Kombi. Ja. Mit Schwert, Shooter oder... Ja, so Science-Fiction, Shooter, Action, RPG hätte ich jetzt gesagt, ne? Mhm. Auch nicht so ganz meine Welt. Ja, wir sind ja beide nicht so was Alien-Technologie sowas angeht. Oh, okay, aber das ist cool. Dass man es 3 Spieler. Ja. Also dieser generell Koop-Modus in so Games finde ich immer mega. Oder generell in Games, ne? Mit mehr Leuten macht es einfach Spaß, finde ich. Stimmt. Klar, es gibt Ausnahmen. Hier God of War oder sowas, ne? Also klar, so Story-based Games, auf jeden Fall. Aber sowas... Es gibt eine Collectors. Ja. Auch Koop-Games. Das hört sich nach einer asiatischen Musik an. 2D? Ah, das ist so Pixel Art 3D-Game, ne?
Das kommt mir gerade irgendwie super bekannt vor. Ich muss sagen, ich finde den Artstyle cool. Das erinnert mich vom Sound her wie Merida oder so. Stimmt. Also man ist ein Herrscher, ein König und muss Entscheidungen treffen. Wie es aussieht. Mhm. Yes, Your Grace. Okay. 2024. Das ist aber auch mal ein sehr interessanter Ansatz für ein Game, finde ich. Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Okay. Viele Horror-Games diesmal. Mhm. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil ich finde, es hat viel zu wenig gute Horror-Games in letzter Zeit gegeben. Das stimmt. Aber ich finde auch gerade so Titel wie Kingdom Hearts fehlen auch derzeit. Weil derzeit ist es nur noch diese Final Fantasy-Sache, die natürlich immer kommt. Aber sehr viele Spielehersteller gehen gar nicht mehr auf diese Schiene, sondern hauptsächlich auf Shooter, was ich echt schade finde. Denn es gibt Potenzial. Ja, auf jeden Fall. On my mark. 5. Ah, ist das wieder ein Zombie-Game? 3, 2, 1. Nicht ganz Zombie, ein bisschen mehr. Aha, The Commando. Okay. Okay. Also es ist wieder ein Zombie-Game. First-Party-Shooter-Game. Aber es sieht wirklich aus, als ob es tatsächlich Spaß machen könnte. Allein wegen der Musik, ne? Es sind halt Horden von Zombies. Ist halt nicht ganz so unser Ding. Cooler wäre es, glaube ich, für uns auch wieder in Third Person. Ja, also mein Game ist es nicht. Definitiv nicht. Das Spiel ist doch, ich finde, das ist mehr so ein PC-Game. Ja, also ich bin jemand, ich liebe taktische Spiele und das ist mir zu viel Geshoote. Also Ja, vor allem du hast halt hier diese ganzen Zombie-Horden. Ne, und ja. ich glaube, das wäre cooler, wenn du tatsächlich viel mehr Taktik anwenden könntest, weil das ist halt ein Shooter, das ist halt komplett rumgeballert, ne? Ja, das ist schade. Also ich brauche immer meine Rätsel, sage ich mal, und Taktik-Sachen genauso. Deswegen mag ich ja Tomb Raider. Oder Horizon. Da muss man auch taktisch sein. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by familiar Also names. D&D das Game. Dein Ding. Ja, ich finde es cool. Es ist halt... Swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Ich finde dieses Ding sieht so wonky aus irgendwie. Weil diesen Beinen da so weit auseinander. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? 31. August. Okay. He said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that Trinkt die out. ganze All right, Zeit irgendwie. this Aber es ist fall, halt Wasser. Wasser ist Marvel gut. Games and Insomniac are set to bring Spider-Man Yes, 2 Spider-Man. exclusively to Das PlayStation Key-Artwork 5. sieht so gut Sounds like you aus. guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, Ich liebe thanks for Miles coming by. Morales. I know Ich you liebe guys diesen are deep Kerl. in development. First of all, it Miles looks like ist, we have ich finde some auch einer der fancy art coolsten behind us. Spider-Man Is this the aller box? Zeiten. Ja, ich liebe Miles. Okay. You know, Ich finde ihn besser. here it is. I mean, Könnte ich jetzt nicht behaupten. Also ich würde sie gleichstellen. so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, Ja, we're so excited about this Kann ich you know, verstehen. experience that you guys are doing Ich with these finde sort of nur, two characters. Ja. ich muss persönlich sagen, ich finde Miles hat einfach mehr Charakter oder irgendwie eine bessere oder eine andere Ausstrahlung. Wie er halt einfach ist. Ich weiß nicht, das ist halt so meine Meinung. We obviously Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others. Yes. Yes. But Venom also, obviously, symbiote is a part of the das wäre so story as we cool. saw in the gameplay. Venom. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. Sieht halt I don't know how Hammer much you're aus. going to tell us about Venom. Is Mega. this, Venom. can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is Es not, ist it is nicht not Eddie Brock für Okay. Venom, okay? Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Okay. 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 That's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all Verdammt, jetzt struck wissen wir, with the dieser footage that you Venom showed at ist. the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the werden gameplay sehen. when you're playing as, Peter. So Das tell ist us a bit schon- about that and das ist how schon sehr the interessant. gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, Ja, man kann so the viel strength, and even ausbauen. the Das ist eigentlich transformation Marvel-Universum of ist sowieso Peter's richtig krank. moves in that gameplay reveal. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Das sieht Peter halt talks. so krass aus. It's not just what happens in gameplay; it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, with I mean, the you story. saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of Yeah, city I mean, the racing, city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys Was ja auch feeling echt krass ist, confident dass du that einfach you're gonna make it this fall? die doppelte Größe Jeff, hast I know von you like der Map, exclusives. hat er gesagt, letztes bei And dem I can 1. Und das promise ist halt you schon we're sehr, very sehr krass. confident what we're going to tell you right Ja, now. da sieht man mal, wie es sich weiterentwickelt. Yeah, Ne? okay, yeah, let's take a Bin look. echt gespannt. Nicht euer Ernst. Einfach schon wieder Oktober. Leute. Ich hoffe, da kommt eine Collectors raus. Das hoffe ich mit so einer richtig coolen Miles und Spider-Man, also Peter Parker Statue. Venom. Und Venom. Das wäre nice. Now let's Einfach take schon a wieder look at Oktober. Palworld, a Come on. multiplayer open Ja, das world meiste kommt ja survival immer im crafting Oktober game raus. where you can befriend and collect mysterious creatures called Das heißt schon Pal, wieder. who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. Also, was? And Palworld kommt? then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, Das which ziemlich recreates gut. Ach, ich mythical glaube, da haben wir folktales schon mal was from gesehen, Korea's ne? Joseon Ja, also ich Dynasty kenn's auf and jeden some huge Fall. bosses too. Doch, du hast mir gezeigt. Das kann sein. Das fand ich zu crazy. Sieht einfach aus wie Evoli. Ja, ja. Voll. Palworld. Okay. Aber hey. Garados. Ja. Ja, die sehen halt echt 1:1 aus wie Pokémon. Voll, voll. Aber man muss sagen, ja, das ist halt das. Totoro, Ne? ja, das ist das. Also ist schon ziemlich abgefuckt, aber
Aber ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Ne? Das sieht halt so kaputt aus. Wie süß. Ja. Richtige Bossfights da. Aber ich muss schon sagen, dass die Monster aussehen teilweise wie Pokémon. Ja, klar. Aber ich finde, das eine sieht aus wie Totoro. Die Sandstatue sah gerade einfach aus wie Lucario. Finde ich. Ja. Early Access Januar 2024. Okay. Sehr schön. Pearl Abyss? Das können wir uns angucken. Okay. Pearl Abyss ist doch von Black Desert. Nice Black Desert. Die Welt sieht wahnsinnig schön aus. Wow, okay. Wow. Auch einer unserer Games hier. Da bin ich gespannt, was da kommt alles, ne? Ja, das sieht ja mega krank Action geladen Schön aus. mit Magie, Schwertkampf. Ja, es ist halt einfach wirklich, es sieht aus wie Black Desert, finde ich. Oh, und schöne Creatures hier. Sehr schön. Land of the Morning Light. Okay. Doch, das ist Black Desert. Oh, das ist ja schon bald. Nächste Woche, Our ja? story is more than what hobbits and elves know. Herr der Ringe Game. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Bleibt bei der Grafik und ihr seht besser aus wie Gollum. Yet the greatest treasure remains out Mal of our schauen. reach. Moria. Okay, aber es ist auch so ein Aufbaugame, ne? Mhm. Oder der eigenen Stadt. Aber gerade in so einem Universum stelle ich mir das tatsächlich super interessant vor. Toll. Oh, warte, man hier tatsächlich einen eigenen Charakter hat. Das wäre so Aufbausinnmäßig schon fast. Rally together. It's time we took back our home. Return to Moria. Okay, ja. Einfach der Fernseher immer wieder dazwischen. Klar, why not? Ja, wobei Deutschland ja für OLED-Fernseher eine neue Regelung eingesetzt hat. Ich weiß nicht, für welches Modell. Es gibt ein OLED-Modell, das haben sie hier in Deutschland jetzt verboten, weil es zu viel Strom ist. Ja, jeder kann jetzt selber seine eigene Meinung darüber bilden. Ja. Aber dieser Fernseher kostet rund um die 3.000, 4.000 Euro, glaube ich. Den haben sie jetzt komplett verboten. Den haben sie verboten. Okay. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Aber vielleicht ist das Gesetz nicht... Warte, Sephiroth. was? Sephiroth. Fürs Handy. iOS und Android stand gerade dran. Haha. Okay. Warte. Die Geschichte über Sephiroth, oder was? Hä? Angie und Zack? Hey, das ist doch Ding. Es war doch Final Fantasy 7 und das war Crisis Core. Ja. Oh, die Outfits sind richtig nice. Ich Also- mag die Outfits. Oh. Was ist das für ein... Was? Haha. Das war hier. Okay. Jo. Ja, das sieht übel cool aus. Und das ist ein Handy-Game? So aussieht ja. Oh, ich habe jedes Mal dann die Battle-Musik im Kopf. Von Sephiroth, als ich Kingdom Hearts gespielt habe. Ever Crisis. Ja, nice.
Pre-registration for Geil. Final Fantasy VII Ey, Ever das Crisis ist, has just das started, oh, and ja. users will have the chance to Nehme ich. participate in a closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, Kommt jetzt 16. today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Huh? Life to the living, death to the dead. Oh, das sieht interessant aus. Sehr viel von Focus Entertainment übrigens. Banishers. We end suffering for those who live. We bring Ich bin closure echt gespannt, to was das those für who ein Game don't. ist. I want us back, Red. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das würde ich mir gerne mal angucken. Revenge on what killed Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Und du kannst zwischen der Geisterwelt und der echten Welt switchen, so wie Ich glaube auch, dass die Story sehr interessant ist. Ich glaube, er hat irgendjemanden verloren, den er liebt. As the man says, we face a choice, simple and awful. Ja. Oh, und du kannst auch noch, okay. Also deine Entscheidungen zählen wahrscheinlich auch in diesem Spiel. Das Spiel sieht sehr interessant aus. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Wow. Banishers. Ghost of End of 2023. Das Spiel würde ich gerne spielen. Also Ja. das juckt mich jetzt schon. Das sah wirklich interessant aus. Yakuza-Game. Oder? Sieht danach aus, ja. Asiatisches GTA. Vielleicht kommt richtig Hass, ich sehe es kommen. Ryuga Gotoko. Ja, sie ist schon in Ordnung. Ich find's geil, wie einfach unten bei den Untertiteln die ganze Zeit Speaking Japanese steht. Gut. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Man muss ja sagen, dass Yakuza schon immer ein ziemlich cooles Kampfsystem hat für dieses Open World. Oder für ihre Open World, die sie da eben auch haben. Oh, wie schön bunt. Und das Artwork ist cool. The man who erased his name. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Based in Capsule 12, come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Oh, wie schön. Definitely a leak here, Tim. Das sieht auch interessant aus. Es sind super viele interessante Spiele dabei, finde ich. Ich finde, das sieht aus wie so ein harmonisches Rätselspiel, wo man Dinge finden muss. Aber es hat, glaube ich, schon eine heftige Backstory teilweise. Das kann ich mir schon auch What vorstellen. sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Sehr schön. Ja, das klingt super spannend. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there?
Boah, ich glaube, das hat, glaube ich, eine sehr, sehr heftige Backstory. Es sieht danach aus, als wären es Städte, die untergegangen sind. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today Ich glaube, das ist sehr incidentally is psycho, um World ehrlich zu Ocean sein. Day. Fun fact. Mhm. All Das right, sah gerade ein next, bisschen so danach Call aus. of Duty. Ich Well, glaube, there's a man hat new so Call das of Duty coming Kinderzimmer this fall, oder so along with von Warzone Welche oder Mobile. sowas gesehen. Today, we're going to give you the first ever look at Season Call of 4 Duty. of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Nicht einer Here's your unserer first look Games. at Vondel, Ja, a new tatsächlich. Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all Okay, happening. aber die Check Stages it out. klingen auf jeden Fall There you super go. interessant. Ich meine, ein Zoo, ein Schloss und so. Ich glaube, also für Call of Duty-Spieler ist es super interessant, glaube ich. Macht bestimmt Spaß. Ich habe ja früher auch Call of Duty gespielt, aber noch die alten Modern Warfare 2 Zeiten oder 3. Das hat auch schon Bock gemacht, mit mehreren. Nur bin ich halt einfach nicht mehr so der Mensch geworden. Sag an mir. Nee, hat sich von alleine abgeklungen. Das ist schon immer. Also das machen sie schon immer ziemlich cool, die Trailer. Musik, fast alles. Hey, ab nächste Woche kann man zusammen spielen. Auch nice. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Okay. Es ist ein Porsche-designte Xbox, oder was? Ich finde es witzig, dass sie so alte Aufnahmen genommen haben. Ja, das sieht wirklich gut aus da, ne? Also dieses... Haben sie schon geil gemacht. Ah, es gibt mehrere Designs, okay. Xbox Collection. Na Leute, wollt ihr euch auch nicht eure 27 Xboxes ausstellen? Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Das sieht ja voll schnuckig aus. Eine Mischung aus Animal Crossing und hier, ne? Days pass so quickly. Oh, wie Before I know it, süß. they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy Oh, du kannst and dein eigenes settle Haus in. bauen. Ja, und dann noch so im Fantasy-Look. Das ist ja voll niedlich. There's something more I've been itching to explore. Oh, wie süß. Man hat Feenflügel. Realms where magic comes to meet us. Oh wow, okay. As Das ist long so as we're niedlich. prepared, we can face anything. Ach, man kann auch gegen die fighten, okay. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Das sieht schon super süß Das aus. sieht echt süß aus. Aber ich glaube, das ist wirklich so zum Entspannen. So ein Game zum Entspannen. Mhm, das ist so ein super cozy Game. Ja. Kann man ja mal There it antesten. is, Fae Farm and Mortal Kombat Let's in the same show, Ja. only at Summer Game Fest.
Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Ich glaube, das ist ein richtig verrückter, cooler Typ. Der hat richtig Energie. Ne, der ist voll dabei. Certainly. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Ich mag seine Stimme. Ich finde, das so, könnte so ein Radiotyp sein. Hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, Das ist ein super stranger Einspieler, oder? So I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being Hä? Ich bin so verwirrt. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Okay. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Fight with honor. Vanquish the wicked. Also bis jetzt sieht es schon sehr generisch aus, finde ich. Of your legacy. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, es sieht ein bisschen aus wie Raid. Shadow Legends, ganz ehrlich. Ohne es böse zu meinen. Das sieht interessant aus. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Und das
ich, sieht interessant aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir das nicht auch im PlayStation Showcase gesehen? Also es kommt mir gerade nur sehr bekannt vor. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Es ist halt Fortnite. Ne? Fortnite ist halt Fortnite. Wir sind jetzt beide... Ja, und jeder behauptet. Also viele Kinder behaupten, dass manche Charaktere von Fortnite sind. Aber Batman ist nicht Fortnite. Ja, und Kratos auch noch. Und Kratos auch. Oder Goku. Ja. Das ist schon ein richtiges Meme, ey. Fortnite ist halt... Aber ganz ehrlich, Unreal Editor für Fortnite. Okay, das ist interessant. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Ah, das ist so ein Science-Fiction-Taktik-Ding, oder? Stellaris Nexus. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Ich finde den Stil irgendwie süß. Das Stil hat was. Musst du die ganze Gegend werden. Soll ich dann auch Ressourcen sammeln und neue Dinge daraus bauen? Eigenschaften von den Gegenständen. Captain's log. Stardate 43152.4. Ah, Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by in case they have contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Findest du jetzt gerade alles ein bisschen nach Handy-Games aus, oder? It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swing a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Stimmt. Oh, verdammt. Ich gehe in die Schande in der Ecke. Ja, sogar der neue Captain America. Stimmt. Oh Gott, ich gehe echt in die Schande. Ich mag den Horror. Ja, das ist Twisted Metal. Ne? Und die sind, also Twisted Metal ist ja auch anscheinend sehr, also man hofft ja sehr, sehr lange auf ein Remake oder so für die PC. Oder generell halt ein Game. Weil ich glaube, das letzte, was von Twisted Metal rauskam, war für die PlayStation 1. Like when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want a show? Dong, 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 dong. Do you love the silver-haired god? Hey, don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Ach, das kommt eine Serie? Okay. Das sah doch animiert aus. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new Gott. hack-and-slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again.
another me. I look good. Eher auch aus dem Handy geht, oder? I rewind. I begin Nee, ich again, glaube but with another tatsächlich me nicht. to fight with. Es ist so ein. Es ist anscheinend ein taktisches Hack-and-Slash-Action-RPG. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion. Also du kannst jedes Mal die Zeit zurückdrehen und dann ist das alte Ich von dir auch da, das da auch mitkämpft und so. Und dann kannst du daraus eine Armee bilden. Genau. Ja, das ist, also ich glaube, das kann extrem cool sein, aber ich glaube, es kann sehr, sehr schnell sehr kompliziert werden. IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with How you us. doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much Das hätten wir action jetzt nicht in it, erkannt you know, with all the spells, Character. the spell casting, and the magic. Nicht direkt. What can you tell us about the story Aber and ich sort of glaube, how es this liegt mehr battle an den mage Jack comes in? He sort of becomes a battle ehrlich zu mage, sein. Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the Du middle of bist an nicht mal ohne everywhere Bart fighting for the sehen. control Ich of sehe magic. aus wie 50 Jahre jünger. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Also lots wenn of du dann amazing 60 actors bist, in machst this den weg. incredible, Und dann really bist du high production 50 Jahre value jünger. game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to Und ich share liebe today, uns which so. is a gameplay sequence, one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Dan. Also, das Spiel sieht tatsächlich halt wirklich, wirklich gut aus. Sehr actiongeladen, Magie. Es hat halt irgendwie gefühlt. Kommt mir so bekannt vor. Ja, ich glaube, das ist auch eine Schauspielerin. Ja, ne? Ist ja mittlerweile auch Trend, dass Schauspieler in Games vorkommen. Mhm. And we're still losing. Ich finde, die geben echt derzeit mal Gas mit dem. Absolut. EA mit EA Originals, die geben richtig, richtig Gas. Ne? Also die machen derzeit damit erstmal alles richtig, muss man tatsächlich sagen. Ja. 5 knots. We'll catch him, so. Ich glaube auch, dass da die Story tatsächlich auch interessant ist. Ja. Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Wer weiß, vielleicht überzeugt uns das Spiel und wir mögen dann First Person Games. Ja. Ich muss sagen, wenn First Person, dann brauche ich dann eine Maus für. Bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich tatsächlich ausprobieren. Das ist super strange mit diesem Bildschirmding da. Ich muss sagen, ich glaube, wenn es auf der VR kommen würde, dann würde ich echt Motion Sickness haben. Ich glaube, mir wäre echt schlecht. Speischlecht. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, in VR würde das am meisten Spaß machen. Das kann schon sein, ja. Aber ich glaube, da müsste man schon mit Motion Sickness. Mhm. Ja, müsste man auf jeden Fall. Ja.
Kannst du Magie kombinieren? Kannst du. Das hat richtig gesehen, oder? Das ist witzig. Ja, das feierst du so hart. Ja, das feier ich. Es ist ein Magie-Shooter. Ja, ne, also Magie-Shooter ist halt das, was es am besten trifft. Ja. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Ich weiß nicht, ich glaube, für mich wäre das so. Also eine Zeit lang wird es Spaß machen, aber ich glaube, dann wird es für mich öde werden. Ja, sehe ich schon auch so. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr, also so ein Ubisoft-Effekt auf mich hätte, weil ich finde gerade die neuesten Ubisoft-Games machen ab einem gewissen Punkt einfach keinen Spaß mehr, man verliert sich halt einfach irgendwie. Ich glaube, das ist genau dasselbe. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Was? Fischkopf, ne? Ist das Jurassic Park? Ja. Ja. Oh komm, das ist schon echt süß gemacht. Ja, die Trailer von Fortnite sind immer extrem gut, finde ich. Ist das jetzt so eine Indiana Jones Anspielung? Oh mein Gott, echt jetzt? Sehr schön. Optimus Prime. Wow, der Skin sieht aber wirklich gut aus, Ja. also wenn das so ist. Oh, krass. Aber irgendwie bringen sie mittlerweile ja fast jeden dort rein, oder? Ja, ja. Also ich glaube so, skintechnisch ist Fortnite schon so das größte Crossover, was es gibt. Ja. Ja. Aber. Optimus Prime. Ja. Aber Super Smash Bros. Ist immer noch das beste Crossover. Fortnite Wilds launches also, tomorrow. sorry. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Okay. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Was? Was? We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Oh mein Gott! Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Red. Was passiert da? Oh mein Gott! Der neue Teil wird announced. Am 7. Laut. Just look at it all. It's Oh so mein clean. Gott, sieht Even das after gut everything aus! we've done to it, Yeah. it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Ja! What's Cloud
Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Oh, wie schön. Das müssen wir. Oh mein, das wird auf jeden Fall gespielt. Komme, was wolle. Oh, die Chocobos. Das muss natürlich sein. Open World. Mehr als beim ersten. Life's dream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Mega. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Yes. Shadows of the Man. I believe Das they sieht call them. so gut aus. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we will Oh, das sieht voll krass aus. Oh ja. Oh, ich finde es cool, dass man auch die Charaktere diesmal mitspielen Feast your eyes on kann. the Turk's latest and greatest. Auch Red. Elena. Ja. She may be new, but she's still a Turk. Oh, die auch? Ja. Nee. Nee. Das sind die Gegner. Okay. Oh, komm. Boah, die Welt, ne? Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ich finde es cool, dass man Red diesmal mitspielen kann. Ja. Ja, so Kombi-Attacken, mega. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Ich habe immer so Angst vor Sephiroth, wirklich. Ich kann mit dem Typen nicht. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Jawohl. Early 2024. Auf 2 CDs. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. Oh, that's going to do it for please. Summer Ich Game will Fest, our live Collectors. showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda Showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Wow. Ja, nice. Ja, aber Final Fantasy, okay, das war das, was ich gebraucht habe als Announcement, wirklich. Ja. Sehr schön. Mega. Da können wir uns auf jeden Fall schon freuen. Ja. Nächstes Jahr. Mhm. Oh, jetzt kommt eine Pause, oder was? Ja. Ja. Jetzt kommt eine kleine Pause. Und dann geht's mit den Indie-Games weiter. Das bedeutet, es erwartet noch einiges. Mhm. Vielleicht kommt dann auch Silksong. Oh, bitte. Silksong wäre so gut. Die Leute warten schon so lange drauf, dass da Announcements kommen. Ja. Ja. Ah, das wär natürlich mega. So, was sagt ihr so bis jetzt zu dem Showcase? Na, also, ich muss sagen, da waren schon einige echt gute Games dabei. Und besonders halt Final Fantasy. Na, Final Fantasy, das musste jetzt einfach sein. Oh ja. Sehr schön. Oh Mann, echt. Das war schon, ja. Na, das war notwendig. Also wir können uns wirklich auf einige Sachen freuen. Mhm. Das Problem ist aber, dass es meist im Oktober kommt. Ja, so ist es. Aber kannst nichts machen, dann müssen wir halt eine Auswahl treffen. Ja, das ist echt schwierig. Das Jahr ist noch lange. Wait. Es sieht so... Ah!
Ah, sehr schön. Wie geil. Der Style ist ja mal mega. Ich finde es auch witzig, dass da mittlerweile auf Netflix eine eigene Serie dazu ist. Mhm. Habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Finde ich auch voll niedlich. Ja, das sieht super niedlich aus. Hi everybody and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks to Jeff Keighley for having us be part of his Summer Games Fest. And thank you to all of you, the millions of people watching out. Millions of people? God, that can't be right. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a Ich finde es wirklich cool, dass die diesen Indie-Entwicklern eine Bühne bieten, um alles wirklich zu zeigen und so. Super schön. Ist auch wichtig. Ja. Weil es gibt wirklich viele gute Indie-Titel. Ich meine, Hollow Knight hat uns das ja auch bewiesen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht alles so gut, aber es gibt viele, wo man auch definitiv eine Chance geben muss. Unbedingt, ja. Unbedingt. All of these amazing games. We had a record number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously, and we have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Digital Showcase. There would be effects on that. It looks good. Sympathisch. Ja, definitiv. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wander Song and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Hi, I'm Greg Lobanov, and I am bouncing off the walls excited to finally tell you what my friends and I have been working on together ever since Chicory came out a couple years ago. Introducing Aktiviere. Beastie Ball. Das sieht echt süß aus. Das ist ein Pokémon-Spiel, oder? Nee, das ist Volleyball. Deswegen haben sie auf Haikyuu Beastie Ball is a turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Then you can challenge rival sports teams as you rise your way through the Beastie Ball rankings. Ich mag den Stil davon. Das ist echt niedlich. Ist so alles so handgemacht. Ich finde das super cool. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. In their natural wild state, they're constantly playing Beastie Ball to build friendships, to settle disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become friends with one another. And depending on their personalities and their teamwork style, they can form different kinds of friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. So with this game, we really wanted to emphasize the beasties' agency as living creatures. They're doing their own thing, making their own decisions. They'll only join your team after being convinced by you fulfilling a certain set of conditions while you're playing against them. The goal isn't to collect as many beasties da merkt man auch, dass es eine andere Liebe but to spend drin time with the ones steckt. that you care about and be surprised by the ways that they grow and change and the bonds that they form with each other. Das ist doch safe mit Unity gemacht, oder? Also, so der Style erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Ich finde das super cool. Variety of beasties that each have their own ecological niche and way of playing Beastie Ball. So we're working with a really wonderful bunch of concept artists and spending a lot of time on each design. All the beasties have a range of colors and sizes, and their poses and animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunity to express their personalities and their different ways of moving. To help give each beastie that personality, Das ist halt schon, wirklich krass, wenn wirklich jedes einzelne halt handgezeichnet ist. And we've had a lot of fun performing that. But it's not all just friendships and rainbows. This game is about sports. You come from a tiny town built around a nature preserve.
You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball Da League merkt man shows einfach, up dass and die starts sich selbst tearing auch down the verliebt preserve haben to build a in die stadium. Charaktere und sich Your wirklich only way Mühe to stop the gegeben haben, construction is to die rise all the Charaktere way to the persönlich top zu of machen. the Beastie Ja. Ball League. Merkt man auch mit dem kleinen Right Hündchen from hier. the start of your adventure, you'll be able to see all the ranked teams on your map. You decide where to go, who to challenge, and in what order. And every time you defeat a ranked coach, the other ranked coaches become stronger. So no matter which way you go, you'll have a tough and exciting rise to the top. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to have your support. Thanks very much. We can't wait to talk to you more about Beastie Ball. Sehr süß. Das ist echt süß. Da steckt echt Liebe drin. In Hyper Light Breaker, Heart Machine's follow-up title in the Hyper Light universe, you'll assume the role of a mercenary with some serious skills. You'll be entering the Overgrowth, an amazing open world with everything from lush rolling hills to deep labyrinths. They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. And for those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This is Gameplay? Hyper Light Breaker. Hello, I'm Alex, creative director at Heart Machine, and we're making Hyper Light Breaker. Oh ja, jetzt. Hyper Light Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major Die landmark Welten for sehen us, halt echt and the gigantisch first of aus. its kind. Mhm. Von An den open world Farben. game where you never return to the same world Ja. twice. Sieht sehr harmonisch aus. You could say it's a mix of incredible Obwohl open world games es ja like eigentlich Breath nicht of the harmonisch Wild, ist. distilled into Aber die the Welt format sieht of sehr roguelike harmonisch such Ja, die as Welt Dead sieht wirklich Cells. sehr harmonisch aus, muss man schon sagen. You can play alone or with friends cooperatively online. Breaker's narrative will be presented fully through visual storytelling, where you'll discover and decipher the mystery of this world and lost land from long ago. Every world will be different, loaded with dangerous creatures, razor-sharp combat, vast overgrown wilderness, long-dead civilizations, and new discoveries in a mysterious, vibrant, yet horribly ominous atmosphere. Each biome in the world is different, with unique dangers, set pieces, and stories of their own. Ist das ein There will Werwolf? be massive Ja, bosses das sieht to richtig take cool down aus. in an Mhm. open structure, with dangerous, unique, and challenging sub-bosses scattered throughout runs. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr New actionlastig gear, aus. make new Mhm. builds, Und offensichtlich unlock new bunt. characters, Ja. upgrade your equipment as you bring back more and Ich more mag den materials Style. from Mhm. runs. Ich finde ihn Learn auch super so much schön. from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. Breaker's the culmination Ist das eine of all that Schnecke? incredible work, and we're excited to have you experience it for yourself. We'll have a lot more information on the game as we come closer and closer to early access later this year. Das Spiel könnte auch And super now, in interessant true werden. Day of the Devs fashion, we're traveling halfway around the globe to Transylvania to bring you a game that is not what you expect. From developers Stone Skip and publisher I Am 8-Bit Presents, I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go while you play Simpler Times. Hi there, welcome. I'm Lara. And I'm Dragos of Stoneskip Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary and serves as a place from the past where you can be present. Simpler Times follows Tyna on a heartwarming journey through her memories as she prepares to leave her childhood home. Man, it's getting pretty full. It's starting to feel like I'm never gonna come back.
We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Taina's world. It's apple picking season, my favorite. Through visual storytelling and mindful interactions, you will journey alongside her as she delves into her past and uncovers her authentic self. With each puzzle, Taina grows closer to adulthood and you'll be there to guide her. From simple activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones Also like eher building a richtig birdhouse, entspanntes Game, you'll oder? interact with objects that hold Es sieht schon sehr sentimental stark value einfach for nach I so einem really cozy wish I could Game take you aus, wo with man me. einfach wirklich I'm gonna den miss our Kopf duets baumeln together. lassen kann. We know the world is getting faster every day. We live in it too. We wanted to create a space where players can take a break, slow down, and enjoy something meaningful. Simpler Times stems from stories we believe need to be told and heard. Inspired by this very place we're now sitting in, the game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold dear. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a while. We want to build a sense of awareness and appreciation for the world around us, encouraging you to reflect on your own memories and experiences. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms, so make sure to wishlist on Steam and follow us on social media. Thanks Ich for habe das taking the Gefühl, time to listen. We hope you'll das enjoy in playing VR Simpler Times könnte as much as we super enjoyed entspannend creating it. sein. Also weil man sich so ein bisschen verfriemeln kann und so. Childhood is the beach and growing up is the sea. Can I still take all these seashells with me? Can I lock them in a chest with my memories? Ich finde das entspannt schon. Ja, also ich finde es gerade super, super angenehm. So, tut so ein bisschen, ich sag mal so, die Schultern entspannen und so. Ne? This next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a camera mechanic where the photos that you take become 3D worlds to explore. This is Viewfinder. Oh. Viewfinder is a difficult game to describe in words, but if you saw it, you'd immediately recognize it. What is this place? It is a game that, gives players a lot of freedom. What's an old photograph doing here? You can take photos or find photos and then make them into real 3D spaces. Hang on, did you just shift reality? Sick. What makes it unique is the central mechanic where you're using a camera and pictures to reshape and reconfigure the world around you in order to solve challenges in creative ways. It's such a unique Das ist halt ein super interessantes System, finde I ich. think everybody is just gonna have a different experience of how they play Vor allem durch Viewfinder, Fotos und so. Ich finde and es that's krass. just a really nice thing to it. A perfect fit. An elegant solution. Ich glaube, das ist aber super, super rätselbasierend, ne? That doesn't look right. You can rotate reality too. If I was to compare Viewfinder to other Ich games, glaube, I'd das say kann it's like the gameplay sehr of schnell sehr Portal verwirrend combined werden. with Aber ich the glaube, man visual muss wirklich illusions reinkommen. of Wow. Subliminal or Antechamber. People have also compared it to The Witness and Manifold Garden and various other first-person puzzle games. Wow. It's a puzzle game, but it's very sandboxy and playful and open-ended. The whole concept of when we started is that when you actually create something, you do destroy a lot of things. And, that's just a very important lesson in creation. Also man verändert halt die Welt um sich herum, wie man es halt haben braucht oder möchte. Das heißt, man hat automatisch kreative Chancen, sich auszuleben. Such a diverse and interesting cultures.
each character comes from a different culture. There's a lot of sort of culture-specific props and items. Ich glaube, das ist wirklich so ein Hardcore-Rätsel-Game, ne? Mostly through environments and environmental storytelling. Aber die Frage ist doch, hat es ein Ziel oder kann man einfach nur machen, was man will? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die Katze ist so süß. Die erinnert mich halt so hart an die Dünse-Katze, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch das Ziel. Schon, gell? Ja, ja. One of her many passions. Wie geil! It's just very important for us to just put in what we know so that the rest of the world could also, have a glimpse of the experiences that we've had. This must be the next stage. Let's go! Viewfinder. Der Name ist sehr passend. We received a record number of submissions for this Summer Game Fest edition of Day of the Devs, but this next game didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games. This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. So here it is, this beautiful, gorgeous, hand-drawn ghost story called Haunty. Okay. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. Das sieht sehr süß aus, aber auch creepy. Das hat so eine Art düstere Welle. The main mechanic in Haunty is that as a ghost you can haunt things and get access to their abilities. There's a big variety of things that you can haunt in this game. Das sieht sehr süß aus irgendwie. Das sieht super süß aus. Der Style ist halt irgendwie echt I think a lot cool. of fun sort of exploring around and seeing what different things you can haunt and the abilities that they give you. Core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun solutions to the challenges in the game. Haunty follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have. Ich glaube, das ist ein Indie-Titel. The progression and story of Haunty both center around collecting these stars, and the stars have this special ability that they give ghosts Ich verstehe, was access du to meinst, ja. pieces of their past life that they've left Das behind. sieht so aus, als ob man sich, The ich environments weiß nicht, and mit dem characters Spiel are einfach auch all beschäftigen carefully crafted sollte. with a 2D So dass man, hand-drawn ich weiß style, nicht. so there's a lot of painstaking Ich weiß absolut, was du mir frame-by-frame sagen willst, animation. weißt du? So. Ja. And we have a fantastic Und ich sound. glaube, es hat auch eine sehr schöne Da Geschichte. kann man sich auch verlieren. Mhm. Einfach. So it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. Oh, der Soundtrack, wow. If this is something you're interested in, be sure to wishlist it. It helps us out a lot. Oh, das finde ich mega schön. Ich glaube, das ist super atmosphärisch. From the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent Games Festival. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, powerful, and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that, lovingly restored and better than ever, Cart Life is back.
Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. Das sieht einfach nach so einem Spiel aus, das für Windows 95 rausgekommen ist. Stimmt. Ohne es böse zu meinen, nicht falsch verstehen. In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in Cart Life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. Also nicht ganz unseres? The world of Cart Life is alive and filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Ich glaube, das Everyone's ist so eine experience will be Spielart, different based on the choices they make, Ja. what they Ja, finde ich prioritize, auch. and even the Das ist order in which definitiv they nicht für choose to play jeden the irgendwas. characters. This release is going to have Aber a man bunch muss of new story sagen, content, new die art, komplette Welt sieht updated controls and mechanics, pixelart-technisch and we really viel look forward to besser sharing aus als all die with you Charaktere. on PC and console Also, later Stimmt this year. eigentlich, ja. Und ich finde, dadurch stechen die Charaktere halt irgendwie so besonders stark raus. Cart Life. Ja, das kann bestimmt super interessant sein, aber das werden wir sehr wahrscheinlich nicht spielen. Das ist The nicht ganz skateboard unser Ding. renaissance has been going on for the last couple years in games, and as we get deeper into the grind revival, things are getting a little more avant-garde and daring. This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. This is the world premiere of Hellskate. Hello, my name is Jordi van den Bussen, also known as Kwobbelkop. I'm the CEO and founder of Phantom Coast, and today we'll be talking about Hellskate. Und Skate Game haben sie ja, ich glaube, schon länger nicht mehr rausgebracht. All right, Ja. Anton. First try. Here we go. No! That was a good combo. All right, that's it. Also Skaten mit Fighting als Action. Mhm. Again. Hellskate takes place in Wertheim. Here you play as Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at Wertheim's fabled beach, even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they Das love ist most. cool. Ich finde die Mischung halt so hardcore skurril, dass es eigentlich echt cool sein kann, ne? Ja. Ich glaube, das muss man tatsächlich mal ausprobieren, um zu wissen, was für einen ist. Weil sowas gab es halt vorher einfach. Fun Fact, dieser Quabbelkopf, den du am Anfang gesehen hast, das ist ein YouTuber. And at the time we were working on it, we were thinking, man, this really looks a lot like an RPG or an action RPG. You have all these stats and you're upgrading and all this kind of stuff. It's super cool, super neat, right? But of course, we're bound to Tony Hawk, we're bound to the real pro skaters. It always seemed to me that skate graphics create and imply such an interesting world, but it's not a coherent world that you can visit. So that was one of the motivations behind Hellskate. Hellskate is a skateboarding roguelike game. It fuses together old school skateboarding with the tricks and traversal, manuals, grinds, jumps, balance meters with a roguelite Das kann man structure. beides machen, verstehe ich das richtig? Dass man muss gar nicht unbedingt Just like with other Viecher games in the killen. roguelite genre, death is a central mechanic in the game.
When you die in a run, thankfully you don't lose everything. You keep your resources which you can use to get permanent upgrades such as tattoos or skateboards, which act as weapons. Das ist halt auch so typisch. Also es ist wirklich ein sehr klassisches Skateboard-Game, finde ich. Aber es hat halt eben diesen Hardcore-Twist. Ne? Und es kann schon sehr, sehr interessant sein. Natürlich auch Skills. The game should be quite easy for people to pick up and play. It has a combat system which is meant to be very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning. And then gradually it teaches you and ramps up the skill of the skateboarding, where you need it, when you need it. Das könnte man tatsächlich auf der PlayStation spielen. Ja, da unten die Tasten. So, ich hab's gerade gar nicht drauf geachtet. Why did you stop me from skating? R1, R2. Look at yourself. Okay. Your wing, your arm. What do you think happens when that Ah ja, gets to your head? Tatsache. Thank you for watching this reveal of Hellskate. Wishlisting the game would mean the world to us. Thank you. In our next game, Henry Halfhead, you play as Half a Head. Vielleicht halt Ding, so Controller am PC anschließen. But it's so much more than that too, because you see, Henry can be many things, can be anything, in fact. He has the curious ability to be able to transform into anything he can reach. Using this peculiar power and perplexing form, you'll live the life of the title character, navigating sandbox situations crafted Aber wir erwarten jetzt mal wohl nicht mehr irgendwas and in Großes. so doing, maybe ponder the philosophical questions. Das heißt jetzt dann wohl, dass... Also wir würden jetzt dann tatsächlich für heute dann auch Feierabend machen. Henry Halfhead. Gab es denn für euch irgendwelche Highlights? May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If there's anything there, well, Ja, das wäre tatsächlich interessant. Habt ihr einfach dann später noch auf Instagram oder in den Kommentaren. Oder schreibt uns in die Kommentare mal rein. So, wir sind tatsächlich für heute raus. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß, so wie wir. Highlight von mir definitiv Final Fantasy VII. Definitiv. Ja, und dann würden wir sagen, haut rein, habt noch einen schönen Abend. Wird bald Zeit fürs Bettchen, ne? Macht nicht zu lang. Genau, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal zusammen. Ciao, ciao.